Du stehst vor der Freiheitsstatue in New York. Grün, ikonisch, unverwechselbar. Aber 1986, als sie eingeweiht wurde, war sie nicht grün. Sie war braun, metallisch glänzend, kupferfarben. Innerhalb von nur 14 Jahren verwandelte sich die gesamte Statue in das Grün, das heute Millionen kennen. Kein Anstrich, keine menschliche Hand, nur Luft, Wasser und Zeit. Die gleiche chemische Verwandlung passiert gerade jetzt auf Tausenden von Dächern in Deutschland und Österreich, nur dass es dort 8 bis 15 Jahre dauert. Warum dieser Unterschied? Und warum bleiben an derselben Statue, an denselben Gebäuden, manche Kupferteile braun? Fallrohre zum Beispiel. Willkommen beim Kern der Dinge. Wer in Dresden vor dem Zwinger steht, schaut auf ein Kupferdach, das seit Jahrhunderten grün leuchtet. Wer über den Wiener Stephansdom blickt oder das Münchner Rathaus, sieht dieselbe Farbe. Ein ruhiges, oxidiertes Grün, das sich über ganze Stadtsilhouetten legt. Das ist kein Zufall. In Mitteleuropa, mit seinem ausgewogenen Klima aus Regen, gemäßigter Luftfeuchte und moderaten Temperaturen, braucht ein frisch verlegtes Kupferdach typischerweise 8 bis 15 Jahre für die vollständige Verwandlung. Aber die Farbe ist nur die sichtbare Oberfläche einer Geschichte, die viel tiefer reicht. Diese grüne Schicht ist kein Belag, der sich abwaschen lässt. Sie ist chemisch mit dem Metall verbunden. Sie ist das Kupfer selbst, nur in einer anderen Form. Und sie wirkt als Schutzschild. Kupferdächer mit intakter Patina halten nicht 20, nicht 50 Jahre. Sie halten Jahrhunderte. Einige deutsche Kirchendächer tragen ihr Kupfer seit der Zeit Friedrichs des Großen. Die Verwandlung, die wir für einen Alterungsprozess halten, ist in Wahrheit der Grund, warum das Material überhaupt so lange überlebt. Die Antwort beginnt mit reinem Kupfer. Frisch gewalzt hat das Metall einen rötlich-orangefarbenen Glanz, fast lachsfarben. Genau so sah die Freiheitsstatue 1986 aus, als Frederick Auguste Bartholdy sein Werk auf Liberty Island enthüllen sah. Doch bereits in den ersten Stunden an der Luft beginnt der erste Akt. Die Kupferatome an der Oberfläche reagieren mit Sauerstoff. Das Ergebnis ist Kupferoxid, chemisch Cu2O und später CuO, eine dunkelbraune Schicht, nur wenige Mikrometer dünn. Nach wenigen Wochen ist der rötliche Glanz verschwunden. Das Kupfer wirkt jetzt matt, bronzefarben, fast erdig. Der zweite Akt beginnt erst, wenn Feuchtigkeit und Kohlendioxid ins Spiel kommen. Regen trifft auf die Oxidschicht, das Wasser bringt Kohlensäure mit. Diese schwache Säure löst winzige Mengen des Kupferoxids an, bindet die Kupferionen und in der Folge bilden sich basische Kupfercarbonate. Die bekanntesten tragen die Namen Malachit und Azurit, dieselben Mineralien, die in der Natur als grüne und blaue Edelsteine vorkommen. Genau dieselbe Substanz wächst auf dem Kupferdach. Hinzu kommt Schwefeldioxid aus der Luft, das mit Feuchtigkeit zu Schwefelsäure reagiert und basische Kupfersulfate bildet. In Küstennähe mischen sich Chloride aus salziger Seeluft hinein. Das Ergebnis ist kein einzelner Stoff, sondern ein komplexes Gemisch aus Carbonaten, Sulfaten und Chloriden, verwoben in einer kristallinen Schicht von 50 bis 200 Mikrometer Dicke. Diese Schicht ist es, die wir grün sehen. 1886, als die Freiheitsstatue eingeweiht wurde, war New York eine Stadt der Kohleöfen, der Dampfschiffe und der frühen Schwerindustrie. Die Luft über Manhattan enthielt Schwefeldioxidkonzentrationen, die heute als katastrophal gelten würden. Genau diese aggressive Atmosphäre beschleunigte die chemische Reaktion auf den 31 Tonnen Kupferblech, die Bartholdys Statue umhüllten. Bis 1900 war die Patinabildung vollständig. 14 Jahre, ungewöhnlich schnell. Dasselbe Muster zeigt sich in den europäischen Industriestädten des 19. Jahrhunderts. In Essen, Manchester oder Leipzig, wo die Schornsteine täglich Tonnen von Schwefeldioxid ausstießen, bildete sich die grüne Schicht oft in nur 5 bis 10 Jahren. In ländlichen Gegenden, in den Alpen oder bayerischen Dörfern, dauerte derselbe Prozess 15 bis 20 Jahre. Weniger Schadstoffe, weniger Säure, weniger chemische Beschleunigung. Noch dramatischer wird der Kontrast in Ägypten. In den Gräbern der Pharaonen haben Archäologen Kupferwerkzeuge gefunden, die über 4000 Jahre alt sind und noch immer rötlich schimmern. Keine Patina, kein Grün. Der Grund ist die Wüstenluft. Ohne regelmäßige Feuchtigkeit kann der zweite Akt der chemischen Verwandlung niemals beginnen. Die Geschwindigkeit der Verwandlung ist also keine Eigenschaft des Kupfers, sondern ein Abdruck der Luft, die es umgibt. Aber es gab ein Problem. Jahrhundertelang verwechselten Menschen zwei Substanzen, die auf den ersten Blick identisch aussehen und deren Unterschied über Leben und Tod entscheiden kann.
Die schützende Patina auf einem Kupferdach besteht aus basischen Carbonaten, Sulfaten und Chloriden. Sie ist chemisch stabil, schwer wasserlöslich, fest mit dem Metall verbunden. Grünspan dagegen ist etwas völlig anderes. Chemisch handelt es sich um Kupferacetat, eine Verbindung, die entsteht, wenn Kupfer mit Essigsäure reagiert. Die Farbe ist ein ähnliches Grün, manchmal etwas blasser, aber Kupferacetat ist wasserlöslich. Es ist giftig. Schon der Kontakt über die Haut oder das Einatmen von Stäuben kann Vergiftungserscheinungen hervorrufen. In der Renaissance wurde die Substanz gezielt hergestellt, indem Kupferplatten über Weinessigdämpfen aufgehängt wurden, als grüner Malerfarbstoff, der bis ins 19. Jahrhundert in Gemälden eingesetzt wurde. Patina schützt Kupfer, Grünspan zersetzt es. Wer einen alten Kupferkessel in der Küche findet und an den Henkeln grüne Krusten bemerkt, hat nicht Patina vor sich, sondern Grünspan, entstanden aus Essig- oder Fruchtsäureresten. Genau hier zeigt sich auch, warum Kupferfallrohre an Hauswänden meist braun bleiben, während die Dächer darüber sich grün färben. Auf dem Dach steht das Regenwasser kurzzeitig, verdunstet langsam, reagiert mit der Oberfläche. Im Fallrohr rauscht das Wasser durch, ohne zu verweilen. Es fehlt die lange Kontaktzeit, in der sich Carbonate bilden könnten. Das Rohr bleibt im dunkelbraunen Zwischenstadium stecken, jahrzehntelang. Dieselbe Chemie, andere Bedingungen, anderes Ergebnis. 1875 begann der französische Ingenieur Gustave Eiffel, derselbe Mann, der später den Pariser Turm baute, gemeinsam mit Bartholdi die innere Stahlkonstruktion der Freiheitsstatue zu entwerfen. Die äußere Hülle sollte aus 2,4 mm dünnen Kupferplatten bestehen, getrieben nach der Repoussé-Technik. Und hier liegt der stille, bewusste Akt, der heute Manhattans Silhouette prägt. Die Ingenieure ließen das Kupfer unbeschichtet. Kein Lack, keine schützende Farbe. Es war keine Nachlässigkeit. Die französischen Metallbauer kannten die jahrhundertealten Kupferdächer von Notre Dame, des Pariser Invalidendoms, des Dresdner Zwingers. Sie wussten, dass patiniertes Kupfer nicht nur haltbarer ist als jede damalige Lackbeschichtung, sondern auch wartungsfrei. Eine Patinaschicht von 100 bis 200 Mikrometern versiegelt das Metall darunter so gründlich, dass selbst nach 140 Jahren der Kupferkern der Freiheitsstatue zu über 99% intakt ist. Bei der großen Restaurierung von 1984 bis 1986 stellten Ingenieure fest, dass nur wenige Millimeter Materialverlust aufgetreten waren, auf Flächen, die pausenlos Regen, Salzluft und Smog ausgesetzt waren. Die grüne Farbe, die Touristen heute für den ursprünglichen Anblick halten, ist also weder Verfall noch Alterung. Sie ist eine chemische Rüstung, die sich selbst aufgebaut hat, weil man sie gelassen hat. Du stehst wieder vor der Freiheitsstatue oder vor dem Dresdner Zwinger oder unter dem Kupferfallrohr deines Nachbarhauses, das immer noch braun ist, obwohl das Dach darüber längst grün leuchtet. Und jetzt weißt du, was du siehst. Kein Anstrich, kein Schmutz, kein Alterungsschaden, sondern Malachit und Azurit, gewachsen aus Regen, Kohlensäure und Zeit. Eine Schicht, die das Metall darunter schützt, solange die Stadt steht. Jedes grüne Kupferdach ist ein lebendiges chemisches Experiment, das seit Jahrzehnten läuft und Jahrhunderte laufen wird. Die Farbe ist nicht Verfall, sie ist Schutz. Manchmal ist die offensichtlichste Farbe, die du jeden Tag siehst, die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.